Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In der Stille einer längst vergangenen Nacht, im flackernden Schein einer Öllampe, beugt sich ein Heiler über eine feuchte Tontafel. Sein Griffel drückt winzige Keile in den Lehm, nicht um Mythen oder Königslisten festzuhalten, sondern um Symptome zu katalogisieren und Rezepte zu verschreiben, die eine verblüffende Vertrautheit mit der menschlichen Physiologie verraten. Wie konnten sie, Jahrtausende vor Hippokrates, ein medizinisches System entwickeln, dessen Echos wir selbst heute noch in unseren Apotheken hören? Das ist das Rätsel, dem wir heute Nacht nachspüren werden. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie die Geräusche der Gegenwart verhallen. Wir begeben uns auf eine Reise in eine Zeit, in der die Geschichte selbst noch jung war, in das Land zwischen den Flüssen nach Mesopotamien. Unsere Geschichte beginnt nicht mit Königen oder Kriegen, sondern im Staub und in der Stille. Stellen Sie sich die Mitte des 19. Jahrhunderts vor. Europäische Archäologen, getrieben von einer Mischung aus Abenteuerlust und wissenschaftlicher Neugier, graben im Sand des heutigen Irak. Sie suchen nach den verlorenen Städten der Bibel, nach den Palästen assyrischer Herrscher. In den Ruinen von Ninive, der einst prächtigen Hauptstadt des Assyrischen Reiches, machen sie eine Entdeckung, die unser Verständnis der antiken Welt für immer verändern wird. Unter den Trümmern des Palastes von König Assurbanipal finden sie nicht Gold oder Juwelen, sondern Zehntausende von zerbrochenen Tontafeln. Es ist die größte Bibliothek der Antike, die jemals gefunden wurde. Anfangs ist die Entzifferung der Keilschrift eine mühsame, fast unmögliche Aufgabe. Doch als die Gelehrten beginnen, die Zeichen zu deuten, entfaltet sich ein Panorama des mesopotamischen Lebens. Sie finden Epen wie das von Gilgamesch, königliche Annalen, Gesetzeskodizes und astronomische Beobachtungen. Doch zwischen diesen monumentalen Werken liegen unscheinbare Tafeln, die etwas viel Intimeres und Universelleres enthalten: medizinische Texte. Man hatte erwartet, Aufzeichnungen über Götter und Eroberungen zu finden, aber hier waren detaillierte Beschreibungen von Krankheiten, Listen von Heilpflanzen und Anweisungen für Behandlungen. Es war, als hätte man das persönliche Notizbuch eines Arztes von vor über 2500 Jahren gefunden. Diese Tafeln waren keine monumentalen Stelen, sondern handliche, in Lehm geritzte Dokumente. Sie flüsterten von den alltäglichen Sorgen der Menschen, von Fieber, das ein Kind plagte, von einem gebrochenen Knochen, von dem quälenden Schmerz in der Brust. Die Entdeckung dieser medizinischen Bibliotheken öffnete ein Fenster, nicht nur in die Paläste, sondern in die Häuser und Krankenlager des alten Mesopotamiens. Sie zeigten uns, dass der Wunsch, Schmerz zu lindern und das Leben zu verlängern, eine der tiefsten und ältesten Bestrebungen der Menschheit ist. Um die Medizin Mesopotamiens zu verstehen, müssen wir zunächst ihre Heiler kennenlernen. Es waren keine einfachen Ärzte im modernen Sinne. Stattdessen gab es zwei zentrale Figuren, deren Rollen sich oft überschnitten, die aber von unterschiedlichen Enden des Problems ausgingen: den Aschipu und den Assu. Stellen Sie sich den Aschipu als den Diagnostiker des Unsichtbaren vor. Er war ein Gelehrter, ein Priester, oft als Beschwörer oder Magier übersetzt, aber diese Worte werden seiner Rolle nicht gerecht.
Für die Mesopotamier war Krankheit nicht nur ein biologischer Zufall. Sie war eine Störung der kosmischen Ordnung. Vielleicht hatte ein Patient unwissentlich einen Gott erzürnt, ein Tabu gebrochen oder war Opfer eines böswilligen Dämons geworden. Die Aufgabe des Aschipu war es, die Ursache dieser Störung zu finden. Er beobachtete Omen, interpretierte Träume und befragte den Patienten und seine Familie. Seine Werkzeuge waren nicht Skalpell und Verband, sondern Weihrauch, heiliges Wasser und vor allem das Wort, die präzise Rezitation von Beschwörungsformeln, um die unsichtbaren Kräfte zu besänftigen oder zu vertreiben. Er war derjenige, der die Frage nach dem Warum der Krankheit stellte. Auf der anderen Seite stand der Assu, den wir am ehesten als den Arzt oder Praktiker bezeichnen würden. Der Assu beschäftigte sich mit dem Was und Wie der Krankheit. Er war ein Experte für die materielle Welt, für Pflanzen, Mineralien und tierische Produkte. Wenn der Aschipu die spirituelle Diagnose gestellt hatte, war es oft der Assu, der die physische Behandlung durchführte. Er wusch Wunden, legte Verbände an, bereitete Salben zu und verabreichte Tränke aus seiner umfangreichen Pharmakopöe. Seine Texte waren keine Gebete, sondern Rezeptsammlungen. Nimm diese Pflanze, zermahle sie mit jenem Mineral, mische es mit Bier und gib es dem Kranken zu trinken. Diese Trennung war jedoch nicht absolut. Oft arbeiteten beide Hand in Hand. Manchmal war eine Person in beiden Künsten bewandert. Dieses duale System offenbart eine bemerkenswert holistische Sicht auf die Gesundheit. Es erkannte an, dass Körper und Geist, das Sichtbare und das Unsichtbare, untrennbar miteinander verbunden sind. Bevor man den Körper heilen konnte, musste man die Seele verstehen und die Ordnung im Kosmos wiederherstellen. Es war eine Medizin, die den ganzen Menschen im Blick hatte, eingebettet in sein Universum. Das Herzstück der mesopotamischen medizinischen Texte ist ihre bemerkenswerte Systematik. Die Heiler des Zweistromlandes waren vor allem akribische Beobachter. Sie schufen eine wahre Grammatik der Krankheit, eine Methode, um das Chaos des Leidens zu ordnen und zu verstehen. Das monumentalste Werk, das uns überliefert ist, wird oft als das diagnostische Handbuch bezeichnet. Es ist keine einzelne Schriftrolle, sondern eine Sammlung von 40 Tontafeln, die eine umfassende Liste von Krankheiten und ihren Anzeichen von Kopf bis Fuß enthält. Die Struktur dieser Texte ist faszinierend und offenbart einen zutiefst rationalen Geist. Fast jeder Eintrag folgt einer strengen Wenn-Dann-Logik. Wenn ein Mann beim Gehen auf seine rechte Seite fällt, beginnt ein Eintrag. Wenn die Haut eines Mannes gelb ist und seine Augen gelb sind, lautet ein anderer. Wenn ein Kranker unaufhörlich hustet. Auf diese Beobachtung des Symptoms folgt eine Prognose oder eine Diagnose. Dann wird er sterben. Oder er leidet an der Gelbsucht. Oder die Hand des Geistes hat ihn ergriffen. Diese Methode zwang den Heiler zu einer präzisen Untersuchung. Man notierte die Farbe der Haut, des Urins und des Sputums. Man achtete auf die Temperatur des Körpers, auf Schwellungen, auf Geräusche aus der Lunge. Man beschrieb die Art des Schmerzes. War er stechend, pochend oder dumpf? Selbst psychische Zustände und Verhaltensänderungen wurden erfasst. Wenn ein Mann vergisst, was er sagt, oder wenn er nachts aufschreit und Furcht ihn ergreift. Es ist ein Versuch, ein umfassendes Kompendium menschlichen Leidens zu erstellen. Eine Enzyklopädie der Pathologie. Wir erkennen in ihren Beschreibungen Zustände, die wir heute als Epilepsie, Gelbsucht, Nierensteine, Lungenentzündung oder Schlaganfall identifizieren würden. Zwar wurde die letztendliche Ursache oft einer göttlichen oder dämonischen Macht zugeschrieben,
Doch der Weg zur Diagnose war erstaunlich empirisch. Es war ein Prozess des Sehens, des Zuhörens und des systematischen Katalogisierens. Bevor Magie oder Gebet ins Spiel kamen, stand die unvoreingenommene Beobachtung der physischen Realität. In diesen Tausenden von Wenn-Dann-Sätzen sehen wir nicht nur den Glauben einer alten Kultur, sondern auch die Geburt der klinischen Diagnostik. Nach der Diagnose durch den Ashipu und der genauen Beobachtung der Symptome trat der Asu in Aktion. Sein Reich war die materielle Welt, sein Wissen ein riesiger Schatz an Heilmitteln, gewonnen aus der Natur. Die medizinischen Tafeln geben uns Einblick in eine erstaunlich umfangreiche Pharmakopöe, einen wahren Garten der Götter. Hunderte von Pflanzen, Mineralien und tierischen Substanzen wurden katalogisiert, jede mit ihrem spezifischen Zweck. Die Rezepte sind oft detailliert und präzise. Sie listen die Zutaten auf, geben Anweisungen zur Zubereitung und zur Art der Anwendung. Man kochte, mahlte, filterte und mischte. Die Heilmittel konnten als Trank, oft in Bier oder Milch gelöst, als Salbe zum Einreiben, als Zäpfchen oder als Verband, der direkt auf eine Wunde gelegt wurde, verabreicht werden. Im Zentrum dieser Pharmakopöe standen die Pflanzen. Wir finden dort Substanzen, deren Wirksamkeit die moderne Wissenschaft bestätigt hat. Die Rinde der Weide, die Salicin enthält, eine Vorstufe der Acetylsalicylsäure, besser bekannt als Aspirin, wurde zur Linderung von Schmerzen und Fieber eingesetzt. Süßholzwurzel diente zur Beruhigung von Husten und die Blätter der Senna-Pflanze wurden als starkes Abführmittel verwendet. Knoblauch und Zwiebeln, bekannt für ihre antibakteriellen Eigenschaften, waren ebenfalls feste Bestandteile vieler Rezepturen. Aber nicht nur Pflanzen wurden genutzt. Mineralien spielten eine ebenso wichtige Rolle. Salz wurde zur Reinigung von Wunden verwendet, Bitumen, das natürliche Erdpech, das in der Region reichlich vorkam, diente als eine Art antiseptischer Wundverband. Auch tierische Produkte fanden Verwendung. Honig, dessen antimikrobielle Wirkung heute gut erforscht ist, wurde auf Wunden aufgetragen, während Fette und Öle die Basis für viele Salben bildeten. Natürlich waren nicht alle Heilmittel wirksam. Einige Zutaten erscheinen uns heute bizarr oder nutzlos, und viele Behandlungen wurden von magischen Ritualen und Beschwörungen begleitet. Doch inmitten dieser Praktiken verbirgt sich ein Kern empirischen Wissens, das über Generationen durch Versuch und Irrtum erworben wurde. Diese Tafeln sind mehr als nur eine Liste von Rezepten. Sie sind ein Zeugnis für den unermüdlichen menschlichen Drang, die Natur zu erforschen, ihre Geheimnisse zu entschlüsseln und ihre Kraft zu nutzen, um Leid zu lindern. Es war der Beginn der Pharmazie, niedergeschrieben im Lehm Mesopotamiens. Stellen Sie sich einen Moment die Weltanschauung eines Menschen vor, der im alten Mesopotamien lebte. Für ihn war die Welt nicht in saubere Kategorien von natürlich und übernatürlich geteilt. Die Götter waren nicht fern, sondern in den Winden, im Wasser des Flusses und im Fieber, das den Körper schüttelte, präsent. Eine Krankheit war selten nur ein biologisches Versagen. Vielmehr war sie oft das Ergebnis göttlichen Zorns, der Strafe für eine unbewusste Sünde oder, noch unheimlicher, das Werk eines Dämons, der durch eine unsichtbare Ritze in die Welt der Sterblichen eingedrungen war. In diesem komplexen Gefüge von Ursache und Wirkung agierten zwei Arten von Heilern, deren Rollen sich oft überschnitten, aber dennoch unterschieden: der Ashipu und der Asu. Der Ashipu war der Beschwörungspriester, der Gelehrte der Magie und der Omen.
Seine Aufgabe war es, die übernatürliche Ursache des Leidens zu diagnostizieren. Er war derjenige, der feststellte, welcher Gott verärgert war oder welcher Dämon den Patienten plagte. Seine Werkzeuge waren heilige Texte, Beschwörungsformeln und Rituale. Er bekämpfte das Unsichtbare mit Worten der Macht. Der Asu hingegen war der Arzt, wie wir ihn eher verstehen würden. Er war ein Praktiker, ein Kenner der Pflanzenheilkunde, der Mineralien und tierischen Produkte. Er stellte Salben her, verabreichte Tränke und legte Verbände an. Seine Rezepte, die wir auf Tausenden von Keilschrifttafeln finden, listen präzise Zutaten auf. Weidenrinde gegen Schmerzen, eine Quelle von Salicylsäure, dem Wirkstoff von Aspirin, oder Süßholz zur Linderung von Husten. Doch die Trennung war nie absolut. Ein Rezept des Asu konnte mit der Anweisung enden, eine Beschwörung zu sprechen, während es angewendet wurde. Der Ashipu wiederum konnte dem Patienten raten, eine bestimmte Heilpflanze zu sich zu nehmen, um den Körper zu stärken, während er den Dämon vertrieb. Diese untrennbare Verbindung ist kein Zeichen von Primitivität, sondern Ausdruck eines ganzheitlichen Weltbildes. Körper, Geist und Seele waren eine Einheit und eine Heilung musste auf allen Ebenen stattfinden. Man heilte nicht nur die Symptome, sondern stellte die kosmische Ordnung wieder her, indem man den physischen Körper behandelte und gleichzeitig die spirituelle Harmonie sicherte. Die Medizin war ein Dialog mit dem Göttlichen und jedes Rezept ein Versuch, das Gleichgewicht zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt wiederherzustellen. Wenn die Ursache einer Krankheit im Willen der Götter lag, wie konnte ein Sterblicher diesen Willen ergründen? Wie konnte man wissen, ob der Patient genesen oder sterben würde? Die Mesopotamier entwickelten hierfür eine hochentwickelte, systematisierte Wissenschaft, die uns heute fremd erscheinen mag. Die Divination, die Kunst des Weissagens, und eines ihrer wichtigsten Instrumente war die Leber eines Opfertieres, meist eines Schafes. Diese Praxis, bekannt als Hepatoskopie oder Leberschau, war keine zufällige Scharlatanerie, sondern eine der angesehensten intellektuellen Disziplinen. Die Leber galt als Sitz des Lebens und des Denkens, als das Organ, durch das die Götter ihre Botschaften an die Menschheit übermittelten. Nach dem rituellen Opfern des Tieres trat ein spezialisierter Priester, der Baru, hinzu. Er entnahm die Leber mit größter Sorgfalt und betrachtete sie als eine Art kosmische Landkarte, eine Keilschrifttafel aus Fleisch und Blut. Jede Anomalie, jede Verfärbung, jede besondere Form der Gallenblase oder der Leberlappen hatte eine spezifische Bedeutung. Um diese komplexen Zeichen zu deuten, verfügten die Baru über umfangreiche Handbücher, Tontafelarchive, die Tausende von Omen katalogisierten. Es gab sogar detaillierte Lebermodelle aus Ton, die zu Lehrzwecken dienten und verschiedene mögliche Konstellationen zeigten. Ein typischer Eintrag in einem solchen Omentext könnte lauten: Wenn der Leberlappen nach rechts gekrümmt ist, wird der Feind sein Lager aufgeben. Wenn die Gallenblase doppelt vorhanden ist, wird der Patient sich erholen. Diese Divination war das ultimative diagnostische und prognostische Werkzeug. Während der Asu die Symptome des Körpers behandelte, las der Baru in der Leber die endgültige Entscheidung der Götter. Seine Erkenntnisse bestimmten oft die weitere Vorgehensweise. Eine ungünstige Prognose konnte dazu führen, dass man von intensiven Behandlungen absah, während ein positives Omen den Asu und den Patienten in ihren Bemühungen bestärkte. Für uns mag dieser Glaube befremdlich sein, doch er entsprang einer tiefen inneren Logik. In einer Welt, die von mächtigen,
und oft unergründlichen göttlichen Kräften regiert wurde, war die Suche nach göttlicher Führung der rationalste Weg, den man einschlagen konnte. Die Leber des Schafes war kein Orakel des Zufalls, sondern ein Fenster zur göttlichen Ordnung, ein Versuch, Sicherheit und Verständnis in den unsicheren Wechselfällen von Leben und Tod zu finden. Neben den Beschwörungen und Kräutertränken gab es in Mesopotamien auch eine Welt der direkten physischen Intervention, die Welt des Chirurgen. Wenn ein Knochen gebrochen, ein Abszess geschwollen oder eine Wunde klaffend war, bedurfte es mehr als nur Worte. Hier trat der Asu in seiner Rolle als Handwerker des Körpers auf den Plan. Archäologische Funde und textliche Hinweise zeichnen ein faszinierendes, wenn auch lückenhaftes Bild seiner Fähigkeiten. Die Werkzeuge waren einfach, aber effektiv. Skalpelle, Pinzetten und Sägen aus Bronze. Mit diesen Instrumenten führten die Ärzte Eingriffe durch, die Mut und eine ruhige Hand erforderten. Eine der dramatischsten Prozeduren war die Trepanation, das Bohren eines Lochs in den Schädel. Wir finden Schädel aus dieser Zeit, die solche Löcher aufweisen und, was noch erstaunlicher ist, deutliche Heilungsspuren am Knochen zeigen. Dies beweist, dass die Patienten den Eingriff nicht nur überlebten, sondern noch Jahre danach weiterlebten. Der Zweck ist umstritten, vielleicht um Druck durch eine Schwellung zu lindern, vielleicht um einen Dämon des Kopfschmerzes oder der Epilepsie zu befreien. Unabhängig vom Motiv zeugt es von einem erstaunlichen Maß an Können. Einfachere, aber nicht weniger wichtige Eingriffe waren alltäglicher. Texte beschreiben das Einrenken von Gelenken und das Schienen von Knochenbrüchen mit einer Mischung aus Holz, Pflanzenfasern und Lehm. Die Behandlung von Wunden umfasste das Reinigen, das Zusammennähen mit Nadel und Faden und das Auftragen von Verbänden, die oft mit Bier und Honig getränkt waren, Substanzen, die milde, antiseptische Eigenschaften besitzen. Auch die Zahnmedizin war ein Feld, wenn auch von Mythen durchdrungen. Der Glaube an einen Zahnwurm, der Löcher in die Zähne fraß, war weit verbreitet. Behandlungen kombinierten oft magische Beschwörungen, um den Wurm auszutreiben, mit praktischen Maßnahmen. Es gibt Hinweise auf das Füllen von Kavitäten mit einer Art Zement und möglicherweise auch auf die Extraktion hoffnungslos zerstörter Zähne. Jeder dieser Eingriffe war ein enormes Risiko. Ohne Kenntnis von Bakterien war die Infektionsgefahr allgegenwärtig. Und ohne Anästhesie muss der Schmerz unvorstellbar gewesen sein. Doch die Tatsache, dass diese Operationen durchgeführt wurden, zeigt einen bemerkenswerten Willen, das Leiden aktiv zu bekämpfen und den Körper nicht nur mit Magie, sondern auch mit der Klinge und geschickten Händen zu heilen. Die Durchführung einer Operation im alten Babylon war nicht nur eine medizinische, sondern auch eine rechtliche Angelegenheit von höchster Brisanz. Ein Arzt, der sein Bronzeskalpell ansetzte, tat dies im vollen Bewusstsein, dass sein Erfolg oder Misserfolg nicht nur über das Leben seines Patienten, sondern auch über sein eigenes Schicksal entscheiden konnte. Nirgendwo wird dies deutlicher als in dem berühmten Gesetzeskodex von König Hammurabi, der um 1754 vor Christus in Stein gemeißelt wurde. Diese Gesetzessammlung ist eine unschätzbare Quelle, denn sie zeigt uns, dass die Medizin ein anerkannter, regulierter und mit erheblicher Verantwortung verbundener Beruf war. Die Gesetze 218 bis 220 sind besonders aufschlussreich. Sie legen ein System von Belohnungen und Strafen fest, das streng nach dem sozialen Status des Patienten gestaffelt war. Gesetz 218 besagt, wenn ein Arzt einem freien Mann eine schwere Wunde mit einem Bronzeskalpell zufügt und den Mann heilt,
So soll er 10 Schekel Silber erhalten. Ein beachtliches Honorar, das den Wert eines erfolgreichen Eingriffs unterstreicht. Doch der Kodex war unbarmherzig im Falle eines Scheiterns. Gesetz 218 fährt fort: Wenn er aber einen freien Mann tötet oder das Auge eines freien Mannes zerstört, so sollen sie ihm seine Hände abschneiden. Diese drakonische Strafe, das buchstäbliche Ende der Karriere und Existenz eines Chirurgen, verdeutlicht die immense Erwartungshaltung und die Konsequenzen eines Kunstfehlers. Die soziale Hierarchie Babylons spiegelte sich auch in der Medizin wider. Für die Behandlung eines Sklaven waren die Tarife und Strafen geringer. Eine erfolgreiche Operation an einem Sklaven brachte dem Arzt nur 2 Schekel Silber ein. Wenn der Sklave durch den Eingriff starb, musste der Arzt dem Besitzer lediglich einen neuen Sklaven gleichen Wertes ersetzen. Diese Gesetze hatten eine doppelte Funktion. Einerseits schützten sie die Patienten vor inkompetenten oder leichtfertigen Ärzten und etablierten einen frühen Begriff der ärztlichen Haftung. Andererseits schufen sie ein Klima des Risikos, das Ärzte möglicherweise davon abhielt, besonders schwierige oder aussichtslose Fälle zu übernehmen. Der Kodex Hammurabi zeigt uns eine Gesellschaft, die die Heilkunst hoch genug schätzte, um sie in ihr zentrales Rechtsdokument aufzunehmen. Er beweist, dass der Arzt kein einfacher Handwerker war, sondern ein Spezialist, dessen Handlungen das Potenzial für große Belohnung und katastrophales Versagen in sich trugen. Ein Prinzip der Verantwortung, das, wenn auch in anderer Form, bis in die moderne Medizin nachhallt. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie uns gemeinsam in die innere Welt des mesopotamischen Menschen blicken. Wie stellten sich die Heiler am Euphrat und Tigris den Körper vor, den sie zu heilen versuchten? Ihre Landkarte der Anatomie war eine faszinierende Mischung aus praktischer Beobachtung und tiefgreifender metaphysischer Symbolik. Es ist wichtig zu verstehen, dass eine systematische, wissenschaftliche Sektion menschlicher Körper aus kulturellen und religiösen Gründen undenkbar war. Das Wissen über das Innere stammte daher aus anderen Quellen: der Beobachtung von Kriegsverletzungen, den Eingeweiden von Opfertieren und der alltäglichen Erfahrung des Schlachtens. Das zentrale Organ in ihrem Verständnis war nicht das Gehirn, sondern die Leber, das Kabatu. Sie galt als Sitz der Emotionen, des Denkens und des Willens. Diese Überzeugung war so stark, dass sie eine ganze Wahrsagekunst darauf aufbauten, die Hepatoskopie, bei der die Zukunft aus der Form und den Merkmalen einer Schafsleber gelesen wurde. Ein gesundes Urteilsvermögen war eine gesunde Leber. Neben der Leber erkannten sie natürlich auch andere Organe. Das Herz, Libu, war ebenfalls von großer Bedeutung, oft verbunden mit Mut oder Angst. Die Lungen, Nieren und der Magen waren bekannt, wenn auch ihre Funktionen oft unklar blieben. Ein besonders interessantes Konzept war das der Ratu oder Kanäle. Die mesopotamischen Ärzte stellten sich den Körper von einem Netzwerk aus Röhren durchzogen vor, durch die Blut, Schleim, Wasser und Atemflossen. Krankheit entstand, wenn diese Kanäle blockiert, verunreinigt oder beschädigt waren. Diese Vorstellung ist bemerkenswert, da sie eine frühe Form der Humoralpathologie darstellt, die Jahrhunderte später die griechische Medizin dominieren sollte. Es war ein Versuch, die komplexe Physiologie des Körpers in einem verständlichen System zu erklären. Ihre Anatomie war weniger eine präzise Karte der Strukturen, als vielmehr eine funktionale Beschreibung der Kräfte und Flüssigkeiten, die das Leben ausmachten. Es war ein Wissen,
das nicht auf dem Seziertisch, sondern in der direkten, oft verzweifelten Auseinandersetzung mit dem lebenden, leidenden Körper gewonnen wurde. In unserer modernen Welt ziehen wir oft eine scharfe Linie zwischen den Leiden des Körpers und denen der Seele. Für die Menschen in Mesopotamien existierte diese Trennung nicht. Ein kranker Geist wohnte in einem kranken Körper und umgekehrt. Ihre medizinischen Texte offenbaren ein tiefes, intuitives Verständnis für das, was wir heute als psychosomatische Erkrankungen bezeichnen. Die Keilschrifttafeln beschreiben Zustände, die wir heute als Depression, Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen erkennen würden. Ein Text spricht von einem Mann, dessen Herz herausgerissen ist, der ziellos umherwandert und die Freude am Leben verloren hat. Eine ergreifende Beschreibung von Melancholie. Ein anderer Zustand, Shazigar, wörtlich das Aufsteigen des Herzens, schildert Symptome, die stark an eine Panikattacke erinnern. Herzrasen, Atemnot und ein Gefühl drohenden Unheils. Die Ursachen für solche Leiden wurden in der gestörten Beziehung des Individuums zur Welt gesehen, sei es durch den Zorn eines Gottes, den Fluch eines Feindes oder den Einfluss eines Dämons. Die Behandlung war daher ebenso ganzheitlich wie die Diagnose. Der Heiler, der Ashipu, war nicht nur ein Kräuterkundiger, sondern auch ein Seelsorger und Ritualmeister. Seine Aufgabe war es, die Harmonie zwischen dem Patienten und dem Kosmos wiederherzustellen. Dies geschah durch besänftigende Rituale, reinigende Waschungen und kraftvolle Beschwörungen, die die böswilligen Kräfte vertreiben sollten. Aber es ging nicht nur um Magie. Die Texte betonen auch die Wichtigkeit von beruhigenden Gesprächen, von einem stabilen sozialen Umfeld und der Wiederherstellung des Selbstwertgefühls des Patienten. Dem Kranken wurde versichert, dass seine Götter ihm wieder wohlgesonnen seien, was ihm Hoffnung und psychische Stärke zurückgab. In diesen Praktiken erkennen wir den Kern jeder guten Therapie, die Behandlung des ganzen Menschen. Die Mesopotamier wussten, dass ein gebrochenes Herz nicht allein mit Salben und Tränken geheilt werden kann, sondern dass die Seele selbst berührt und besänftigt werden muss. In einer Gesellschaft, für die Nachkommen und die Fortführung der Familie von zentraler Bedeutung waren, genossen die Gesundheit der Frauen und der Prozess der Geburt höchste Aufmerksamkeit. Die medizinischen Keilschrifttexte widmen der Gynäkologie und Geburtshilfe erstaunlich viel Raum und zeugen von einem reichen Schatz an Wissen, der über Generationen weitergegeben wurde. Die Heiler Mesopotamiens befassten sich mit einer Vielzahl von Frauenleiden. Es gab Diagnosen und Behandlungen für Unfruchtbarkeit, Menstruationsbeschwerden und Komplikationen während der Schwangerschaft. Man versuchte die Ursachen für die Unfähigkeit, ein Kind zu empfangen, zu ergründen und bot Rezepte an, die die Fruchtbarkeit steigern sollten. Diese bestanden oft aus einer Kombination von Heilpflanzen, die als Trank oder Zäpfchen verabreicht wurden, und begleitenden Ritualen, die sich an Fruchtbarkeitsgöttinnen wie Inanna oder Nintu richteten. Die Geburt selbst war ein kritischer und gefährlicher Moment. Die Texte beschreiben detailliert verschiedene Szenarien, einschließlich schwieriger Geburten. Es gibt Anweisungen, wie eine Hebamme oder ein Arzt bei einer ungünstigen Kindslage eingreifen konnte, um das Baby zu drehen. Spezielle Kräuter wurden eingesetzt, um die Wehen zu fördern oder Blutungen nach der Geburt zu stillen. Ein Sud aus der Pflanze der Geburt sollte den Prozess erleichtern. Neben diesen praktischen Maßnahmen spielte der spirituelle Schutz eine immense Rolle. Schwangere Frauen trugen Amulette
um sich und das ungeborene Kind vor Dämonen wie Lama Shtu zu schützen, die als besondere Bedrohung für Neugeborene galt. Beschwörungen wurden rezitiert, um einen sicheren Geburtsverlauf zu gewährleisten. Dieses Wissen war nicht abstrakt, es war tief im Alltag verwurzelt und wurde wahrscheinlich hauptsächlich von Frauen, den Hebammen, praktiziert und bewahrt. Sie waren die Hüterinnen eines Wissens, das Leben schenkte und schützte. Die Texte zeigen uns eine Kultur, die die zentrale Rolle der Frau im Kreislauf des Lebens anerkannte und versuchte, sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, medizinischen wie spirituellen, zu unterstützen. Das Leben in der fruchtbaren Ebene zwischen Euphrat und Tigris war nicht ohne Gefahren. In den Schilfmarschen, den trockenen Steppen und sogar in den Lehmziegelhäusern lauerten giftige Tiere. Der Biss einer Schlange oder der Stich eines Skorpions war ein alltägliches und oft tödliches Risiko. Die mesopotamischen Mediziner entwickelten daher spezialisierte Verfahren, um diesen Notfällen zu begegnen, eine frühe Form der Toxikologie. Wenn jemand gebissen wurde, war schnelles Handeln gefragt. Die Heiler verstanden den direkten Zusammenhang zwischen dem Biss und den rasch einsetzenden, lebensbedrohlichen Symptomen. Ihre Reaktion war bemerkenswert vielschichtig und kombinierte magische und medizinische Praktiken. Zuerst kam oft die Beschwörung. Der Heiler rezitierte einen Zauberspruch, der sich direkt an das Gift oder den Geist des Tieres richtete. Die Worte sollten die Macht des Giftes brechen, es binden oder auflösen. Dies war keine leere Geste, sondern ein entscheidender psychologischer Schritt, der dem Opfer und seiner Familie Hoffnung gab und die Autorität des Heilers etablierte. Parallel dazu erfolgte die physische Behandlung. Die Wunde wurde oft aufgeschnitten, um das Gift herauszulassen, eine Methode, deren Wirksamkeit fraglich ist, die aber den Wunsch nach aktivem Handeln zeigt. Viel wichtiger waren die Umschläge und Verbände, die auf die Bissstelle aufgetragen wurden. Die Rezepte für diese Shimtu, die Gegengifte, listeten eine Vielzahl von Zutaten auf. Zerstoßene Kräuter mit entzündungshemmenden Eigenschaften, Salz zur Reinigung und Mineralien, denen eine absorbierende Wirkung zugeschrieben wurde. Diese Paste sollte das Gift aus der Wunde ziehen. Gleichzeitig wurden dem Patienten Tränke verabreicht, die den Körper von innen stärken und das Gift neutralisieren sollten. Auch hier kamen spezifische Pflanzen zum Einsatz. Obwohl die biochemische Wirksamkeit dieser Mittel nach modernen Maßstäben schwer zu beurteilen ist, zeigt dieser Ansatz ein klares, systematisches Vorgehen. Sie klassifizierten verschiedene Schlangenarten und die von ihnen verursachten Symptome und passten ihre Behandlung entsprechend an. Es war ein verzweifelter, aber intelligenter Kampf gegen ein schnell wirkendes Gift, geführt mit den Waffen, die ihnen zur Verfügung standen. Wissen, Pflanzen und der Macht des Wortes. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lauschen Sie den Echos der Vergangenheit. Heute Abend wenden wir uns einem Aspekt der mesopotamischen Medizin zu, der uns unmittelbar vertraut erscheint: der Ernährung. In einer Welt ohne pharmazeutische Labore war die Speisekammer zugleich die Apotheke. Die Vorstellung, dass Nahrung nicht nur sättigt, sondern auch heilt und Krankheiten vorbeugen kann, war im Zweistromland tief verwurzelt. Die fruchtbaren Ebenen zwischen Euphrat und Tigris boten eine Fülle an Ressourcen. Gerste und Weizen bildeten die Grundlage nicht nur für Brot, sondern auch für nahrhaftes Bier, das als Grundnahrungsmittel und oft auch als Medizin verabreicht wurde. Datteln, Feigen, Granatäpfel, Zwiebeln,
Linsen und Kichererbsen ergänzten den Speiseplan. Jedes dieser Lebensmittel wurde nicht nur nach seinem Geschmack, sondern auch nach seinen angenommenen Eigenschaften bewertet. Einige galten als kühlend, andere als erhitzend, Konzepte, die wir Jahrtausende später in der traditionellen chinesischen oder griechischen Medizin wiederfinden. Diese Lehren waren keine reine Folklore. Diätetische Ratschläge finden sich in medizinischen Keilschrifttexten als integraler Bestandteil der Behandlung. Einem Patienten mit Magenbeschwerden konnte eine leichte Gerstensuppe verschrieben werden, während jemand mit Fieber vielleicht kühlende Früchte und Gemüse zu sich nehmen sollte. Besonders am Hof der Könige erreichte die Diätetik eine hohe Kunstform. Die Gesundheit des Herrschers war von staatstragender Bedeutung, und so überwachten Gelehrte und Ärzte seine Ernährung akribisch. Die königliche Tafel war nicht nur ein Ort des Genusses, sondern ein Instrument zur Aufrechterhaltung der kosmischen und politischen Ordnung. Man glaubte, dass bestimmte Speisen die Vitalität des Königs stärken und ihn vor schädlichen Einflüssen schützen könnten. Es ging um Balance. Exzesse wurden ebenso als schädlich angesehen wie Mangel. Diese frühe Form der präventiven Medizin zeigt ein bemerkenswertes Verständnis für den Zusammenhang zwischen dem, was wir zu uns nehmen, und unserem Wohlbefinden. Eine Erkenntnis, die heute wieder ins Zentrum moderner Gesundheitsdebatten rückt. Die Zivilisationen Mesopotamiens entstanden entlang der großen Flüsse, und so ist es nicht verwunderlich, dass dem Wasser eine zentrale Rolle zukam, nicht nur als Quelle des Lebens, sondern auch als Element der Reinheit und Gesundheit. Das sumerische Sprichwort „Wasser ist Leben“ war mehr als eine Binsenweisheit. Es war die Grundlage für ein beginnendes Verständnis von öffentlicher Gesundheit. Auch ohne die Kenntnis von Mikroben verstanden die Menschen im Zweistromland instinktiv den Unterschied zwischen sauberem und verschmutztem Wasser. Sie beobachteten, dass der Verzehr von stehendem, verunreinigtem Wasser zu Krankheiten führen konnte, während frisches, fließendes Wasser die Gesundheit förderte. Diese Beobachtung schlug sich in beeindruckenden ingenieurtechnischen Leistungen nieder. Archäologische Ausgrabungen in Städten wie Ur, Babylon oder Mari haben komplexe Systeme aus gebrannten Lehmziegeln und Bitumen zutage gefördert, die ersten bekannten Kanalisationen und Drainagesysteme der Geschichte. Diese Kanäle dienten nicht nur der Bewässerung und dem Hochwasserschutz, sondern leiteten auch Abwasser aus den dicht besiedelten städtischen Zentren ab. In den Palästen und Häusern der Oberschicht fand man sogar Toiletten mit Wasserspülung und Badezimmer, deren Abflüsse an dieses städtische Netz angeschlossen waren. Diese Maßnahmen waren ein gewaltiger Schritt zur Eindämmung von Krankheiten, die durch Fäkalien und verunreinigtes Wasser übertragen werden. Die Vorstellung von Hygiene war eng mit religiösen Reinheitsgeboten verknüpft. Rituelle Waschungen vor dem Gebet oder vor medizinischen Prozeduren waren üblich. Priester und Ärzte mussten sich strengen Reinlichkeitsvorschriften unterwerfen. In medizinischen Texten finden sich Anweisungen, Wunden mit sauberem Wasser oder Bier, dessen Alkoholgehalt eine desinfizierende Wirkung hatte, zu reinigen. Auch wenn die theoretische Grundlage fehlte, war die praktische Anwendung erstaunlich wirksam. Die Mesopotamier schufen die Grundlagen der Sanitärtechnik und legten damit, vielleicht unbewusst, den Grundstein für die öffentliche Gesundheit, indem sie erkannten, dass die Kontrolle der Umwelt ein entscheidender Faktor für das Wohl der Gemeinschaft ist. Wir betreten nun einen Bereich, der unserem modernen wissenschaftlichen Denken
fremd erscheinen mag, aber für das mesopotamische Weltbild von zentraler Bedeutung war: die Astrologie. Um ihre Rolle in der Medizin zu verstehen, müssen wir unsere heutigen Vorstellungen von Zeitungshoroskopen beiseite legen. Für die Gelehrten Babylons war die Astrologie keine simple Wahrsagerei, sondern eine hochkomplexe Wissenschaft, die auf jahrhundertelangen akribischen Beobachtungen des Himmels beruhte. Sie glaubten an eine tiefe Verbundenheit zwischen dem Makrokosmos, den Bewegungen der Planeten und Sterne, und dem Mikrokosmos, dem menschlichen Körper und Schicksal. Die Götter, so glaubte man, schrieben ihre Absichten an den Himmel, und es war die Aufgabe des Priestergelehrten, des Aschipu, diese Zeichen zu lesen und zu deuten. In der medizinischen Praxis war die Astrologie ein entscheidendes diagnostisches und prognostisches Werkzeug. Der Zeitpunkt, an dem eine Krankheit ausbrach, war nicht zufällig. Stand der Mond in einem bestimmten Sternbild? War ein bestimmter Planet am Horizont sichtbar? Diese himmlischen Omen wurden sorgfältig notiert und flossen in die Beurteilung des Krankheitsverlaufs ein. Ein ungünstiges Omen konnte bedeuten, dass die Krankheit schwer und langwierig sein würde, während ein günstiges Zeichen auf eine schnelle Genesung hindeutete. Die Astrologie bestimmte auch den richtigen Zeitpunkt für eine Behandlung. Die Verabreichung eines Heilmittels oder die Durchführung eines Rituals wurde auf einen astrologisch günstigen Moment gelegt, um die Wirksamkeit zu maximieren. Dies war kein Ersatz für die körperliche Untersuchung durch den Asu, den praktischen Arzt. Vielmehr arbeiteten beide Systeme Hand in Hand. Der Asu behandelte die Symptome, während der Aschipu den kosmischen Kontext deutete. Für uns mag dies wie Aberglaube wirken, doch für die Mesopotamier war es ein rationaler Versuch, Ordnung und Vorhersehbarkeit in das Chaos von Krankheit und Leid zu bringen, indem sie alle verfügbaren Daten, die am Körper des Patienten und die am Himmelszelt, in ihre Überlegungen einbezogen. Nachdem wir nun die faszinierenden Facetten der mesopotamischen Medizin beleuchtet haben, ist es an der Zeit für einen Moment der intellektuellen Demut. Unsere Reise in die Vergangenheit ist keine direkte Beobachtung, sondern eine Rekonstruktion, die auf fragmentarischen und oft schwer zu deutenden Quellen beruht. Die Keilschrifttafeln, die uns dieses Wissen überliefern, sind selten vollständig. Sie sind zerbrochen, ihre Kanten abgeschlagen, ganze Abschnitte fehlen. Wir arbeiten mit einem Puzzle, von dem die meisten Teile für immer verloren sind. Die Übersetzung selbst ist eine enorme Herausforderung. Die sumerische und akkadische Sprache sind komplex und viele Begriffe haben ein breites semantisches Feld. Ein Wort, das wir als Fieber übersetzen, könnte eine ganze Reihe von Zuständen beschrieben haben. Eine Pflanze, deren Name wir lesen, können wir oft nicht mehr eindeutig identifizieren. Jede Übersetzung ist daher bereits eine Interpretation, gefärbt von unserem heutigen Wissen und unseren Vorannahmen. Eine der größten Gefahren ist der Anachronismus, die Versuchung, unsere modernen Kategorien auf die Vergangenheit zu projizieren. Wir trennen scharf zwischen Wissenschaft, Magie und Religion. Für einen mesopotamischen Heiler waren diese Konzepte untrennbar miteinander verwoben. Ein Gebet war genauso ein Teil der Behandlung wie ein Kräuterverband. Wenn wir versuchen, diese Elemente künstlich zu trennen, um das Wissenschaftliche vom Magischen zu isolieren, verzerren wir das historische Bild und missverstehen die innere Logik ihres Weltbildes. Wir müssen uns eingestehen, dass unser Wissen begrenzt ist. Wir können die Theorien und Praktiken beschreiben,
die uns die Texte offenbaren, aber wir können nie mit letzter Sicherheit wissen, wie ein Patient seine Krankheit erlebte oder wie ein Arzt seine eigene Rolle genau verstand. Unser Bild der mesopotamischen Medizin wird immer ein Mosaik bleiben. Beeindruckend und aufschlussreich, aber letztlich unvollständig. Und gerade in dieser Unvollständigkeit liegt vielleicht der größte Reiz. Sie lässt Raum für weitere Forschung, neue Entdeckungen und die Erkenntnis, dass die Vergangenheit immer ein Stück weit ein Mysterium bleiben wird. In unserer Reise durch die Gänge der mesopotamischen Heilkunst müssen wir einen kurzen, aber notwendigen Halt einlegen, um uns von den Sirenenrufen der Pseudowissenschaft zu distanzieren. Es ist verlockend, in den erstaunlichen Errungenschaften der Sumerer und Akkader die Handschrift außerirdischer Lehrmeister zu sehen, wie es populäre Autoren wie Zecharia Sitchin postulierten. Die Vorstellung von Göttern in Raumschiffen, die den Menschen fertiges Wissen übergeben, ist eine fesselnde Erzählung. Doch sie beraubt die Menschen des Zweistromlandes ihres wahren Genies. Sie degradiert ihre jahrhundertelangen, mühsamen Anstrengungen zu einem bloßen Abschreiben von einer kosmischen Tafel. Die Wahrheit, wie sie uns die Tontafeln offenbaren, ist weitaus beeindruckender. Das medizinische Wissen Mesopotamiens war kein plötzliches Geschenk. Es war das hart erarbeitete Resultat unzähliger Generationen von Beobachtern, Denkern und Praktikern. Es war das Produkt einer Kultur, die Wert auf akribische Aufzeichnung legte. Jeder Heiler baute auf dem Wissen seiner Vorgänger auf, korrigierte, verfeinerte und erweiterte es. Sie beobachteten den Lauf der Sterne nicht, weil Aliens es ihnen befahlen, sondern weil sie Muster im Kosmos und im menschlichen Schicksal suchten. Sie katalogisierten Hunderte von Pflanzen nicht, weil sie eine galaktische Pharmakopoe erhielten, sondern weil sie durch Versuch und Irrtum deren Wirkungen entdeckten. Sie probierten, sie scheiterten, sie lernten. Die Komplexität ihrer Diagnosen, die feinen Unterscheidungen zwischen verschiedenen Fieberarten oder Hautausschlägen spricht nicht für eine außerirdische Vorlage, sondern für eine zutiefst menschliche Neugier und einen unermüdlichen Intellekt. Die wahre Magie liegt nicht in fantastischen Wesen vom Himmel, sondern in der Fähigkeit des menschlichen Geistes, durch geduldige Beobachtung und logische Schlussfolgerung die Geheimnisse der Natur zu entschlüsseln. Die mesopotamischen Heiler waren keine passiven Empfänger. Sie waren aktive Pioniere. Ihre Leistung ist gerade deshalb so monumental, weil sie aus eigener Kraft vollbrachten, mit den Werkzeugen, die ihnen zur Verfügung standen. Ihre Sinne, ihr Verstand und ein Griffel, um ihre Erkenntnisse für die Ewigkeit in Ton zu brennen. Ihnen gebührt unsere rationale und aufrichtige Bewunderung. Keine große Zivilisation existiert in einem Vakuum. Die alten Kulturen des Nahen Ostens waren durch ein komplexes Netz aus Handel, Diplomatie und Krieg miteinander verbunden. In diesem ständigen Austausch reisten nicht nur Waren wie Lapislazuli und Zedernholz, sondern auch Ideen, Technologien und eben auch medizinisches Wissen. Mesopotamien, als eine der ältesten und über lange Zeiträume dominantesten Kulturen, war ein intellektueller Quellgrund, dessen Wasser in die Nachbarländer sickerte. Die berühmten Amarna-Briefe aus Ägypten geben uns einen faszinierenden Einblick in diese Welt. In dieser diplomatischen Korrespondenz aus dem 14. Jahrhundert vor Christus fordern Pharaonen und hethitische Großkönige die Entsendung von babylonischen Ärzten an ihre Höfe an. Diese Spezialisten, die Asu und Aschipu,
waren international anerkannte Experten. Sie brachten nicht nur ihre persönlichen Fähigkeiten mit, sondern auch ihre Lehrbücher, ihre Konzepte von Krankheit und ihre pharmakologischen Kenntnisse. Es ist daher nicht überraschend, wenn wir Echos mesopotamischer Praktiken in ägyptischen medizinischen Papyri finden. Die systematische Auflistung von Symptomen, die Verbindung von Diagnosen mit spezifischen Behandlungen und sogar die Verwendung ähnlicher pflanzlicher Substanzen deuten auf einen tiefgreifenden Einfluss hin. Der Weg nach Westen führte weiter. Über die Levante und die Küstenstädte Anatoliens gelangten diese Ideen in den ägäischen Raum. Als die frühen griechischen Denker begannen, die Welt rational zu hinterfragen, standen sie nicht am Anfang. Sie bauten auf einem Fundament auf, das über Jahrtausende im Osten gelegt worden war. Die hippokratische Medizin mit ihrem Fokus auf klinischer Beobachtung und Prognose mag einen neuen, philosophischen Rahmen gehabt haben, doch die zugrunde liegende Methode, das genaue Betrachten und Deuten von Zeichen am Krankenbett, war eine direkte Fortsetzung der mesopotamischen diagnostischen Tradition. Die Klassifizierung von Krankheiten, die Idee einer systematischen Materia Medica, all das waren Konzepte, die im Zweistromland entwickelt und über die Jahrhunderte weitergegeben wurden. Das Erbe Mesopotamiens ist somit kein monolithischer Block, sondern ein Fluss von Wissen, der sich in die Ströme anderer Kulturen ergoss und sie nachhaltig prägte. Jahrtausende lang schlief dieses immense Wissen unter den Sandhügeln des heutigen Irak. Die Zivilisationen Mesopotamiens waren vergangen, ihre Städte zu Ruinen zerfallen und ihre Sprache, in komplexen Keilzeichen auf Tontafeln geschrieben, war verstummt. Die medizinischen Texte, die einst das Leben von Königen und einfachen Leuten retteten, waren nun nichts weiter als geheimnisvolle, unleserliche Artefakte. Ihre Wiederentdeckung ist eine der größten intellektuellen Detektivgeschichten der Neuzeit. Alles begann im 19. Jahrhundert, als europäische Abenteurer und Archäologen begannen, die Ruinen von Ninive, Babylon und Ur auszugraben. Sie stießen auf schier unglaubliche Mengen an Tontafeln, allen voran die riesige Bibliothek des assyrischen Königs Assurbanipal. Doch der Schatz war verschlossen. Niemand konnte die Keilschrift lesen. Der Schlüssel fand sich an einem unwahrscheinlichen Ort, einer Felswand im heutigen Iran. Die Behistun-Inschrift, die der persische König Darius der Große dort anbringen ließ, war in 3 Sprachen verfasst: Altpersisch, Elamisch und Babylonisch-Akkadisch. Da Altpersisch bereits teilweise verstanden wurde, diente die Inschrift als eine Art Rosetta-Stein für die Keilschrift. Gelehrte wie Henry Rawlinson riskierten ihr Leben, um die Inschriften an der steilen Felswand abzuschreiben und zu studieren. Es war eine jahrzehntelange, zermürbende Arbeit. Zeichen für Zeichen, Wort für Wort, entrissen sie dem vergessenen Skript seine Geheimnisse. Mit dem nun geknackten Code konnten die Assyriologen die Zehntausenden Tafeln aus den Bibliotheken zu lesen beginnen. Was sie fanden, übertraf alle Erwartungen. Neben Mythen, Königslisten und Verwaltungsdokumenten entdeckten sie Hunderte von medizinischen Texten. Es war, als würde man plötzlich die Tür zu einer antiken Arztpraxis aufstoßen. Die Entzifferung ist ein Prozess, der bis heute andauert. Jede übersetzte Tafel ist ein Puzzleteil, das unser Bild von dieser versunkenen Welt schärfer macht. Es ist eine stille, aber tiefgreifende Arbeit, die das Flüstern der alten Heiler über die Kluft der Zeit hinweg wieder hörbar macht und uns erlaubt, direkt in das Herz ihrer erstaunlichen medizinischen Kunst zu blicken. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise
und die Frage drängt sich auf: Was bleibt? Was können wir im Zeitalter von Genomik und Roboterchirurgie von Heilern lernen, die Krankheiten auf die Verärgerung von Göttern zurückführten? Die Antwort liegt nicht in der Übernahme ihrer Rezepte oder Rituale. Es wäre töricht, ihre Heilmittel gegen unsere moderne Pharmazie einzutauschen. Das wahre Vermächtnis der mesopotamischen Medizin ist subtiler, aber nicht weniger tiefgründig. Es ist das ferne Echo von fundamentalen Prinzipien, die auch heute noch Gültigkeit besitzen. Da ist zuallererst der Geist der Beobachtung. Lange bevor es Mikroskope gab, lehrten die Asu und Ashipu die Kunst des genauen Hinsehens. Sie studierten den Körper, seine Ausscheidungen, seinen Geruch, seine Farbe. Diese empirische Grundlage, das Sammeln von Daten direkt am Patienten, ist die Keimzelle jeder modernen Diagnostik. Zweitens sehen wir den Ansatz einer ganzheitlichen Medizin. Für die mesopotamischen Heiler war ein Patient nicht nur ein Körper mit einem Defekt. Er war ein Individuum, dessen körperliches Leiden untrennbar mit seinem seelischen Zustand, seinem sozialen Umfeld und seiner spirituellen Welt verbunden war. Dieser holistische Blick, der den ganzen Menschen in den Mittelpunkt stellt, erlebt heute in der Medizin eine verdiente Renaissance. Drittens haben sie uns das Konzept der medizinischen Dokumentation hinterlassen. Jede Tontafel mit einer Diagnose und einer Behandlung ist im Grunde eine frühe Form der Patientenakte. Das systematische Aufzeichnen von Wissen, um es zu bewahren, zu überprüfen und weiterzugeben, ist die Säule, auf der das gesamte Gebäude der modernen Medizin ruht. Und schließlich können wir eine aufkeimende Berufsethik erkennen. Die Verantwortung des Heilers, sein Wissen zum Wohle des Patienten einzusetzen, schimmert in den Texten durch. Es ist der Beginn eines langen Weges, der zum Eid des Hippokrates und zur modernen Medizinethik führen sollte. Das ferne Echo aus Mesopotamien erinnert uns daran, dass Technologie und Wissen sich wandeln, aber das grundlegende menschliche Streben, das Verlangen, Leiden zu lindern und Heilung zu bringen, zeitlos ist.